Good morning again. Erneut, guten Morgen. Gracie is working hard. Grace arbeitet hart. And we love to teach you. Und wir lieben es, euch zu lehren. Look at verse 18. Schau dir Vers 18 an. I don't refer to all of you when I tell you these things. Ich spreche nicht von euch allen, wenn ich euch diese Dinge sage. For I know the ones I've chosen. Denn ich kenne die, die ich erwählt habe. To fulfill the scripture that says, Um die Schrift zu erfüllen, in der es heißt, the one who shared supper with me treacherously betrays me. der mit mir das Mahl teilte, verrät mich heimtückisch. Look, this is something that a lot of Bible teachers have been arguing about for centuries. Das ist etwas, worüber sich viele Bibellehrer seit Jahrhunderten streiten. So Judas did not have another choice. Also hatte Judas keine andere Wahl. Because Jesus chose Judas so that he could betray him and that could be fulfilled what was written. Denn Jesus wählte Judas aus, um ihn zu verraten, damit erfüllt werden konnte, was geschrieben steht. You see, you can never, ever do something that is so wrong. Siehst du, dass man niemals etwas tun darf, was so falsch ist. Take one statement out of the Bible and let it stand alone. Nämlich eine Aussage aus der Bibel herauszunehmen, also aus dem Zusammenhang zu reißen und für sich alleine stehen zu lassen. And you just leave it by itself. Einfach allein stehen zu lassen, ohne Kontext. First of all, you have to take everything in its context. Zunächst muss man alles in seinem direkten Zusammenhang betrachten. But also you have to take it in the context of the Bible. Aber auch im Kontext der gesamten Bibel. Because the Bible translates the Bible. Denn die Bibel legt sich selbst aus. You know, if this is what Jesus would have meant, wenn Jesus das gemeint hätte, it would in my understanding go against everything else in the Bible. Würde es meines Erachtens gegen alles andere in der Bibel verstoßen, that actually teaches that God has given us free choice. Die nämlich lehrt, dass Gott uns Entscheidungsfreiheit gegeben hat. You know, so why did then Jesus say this? Warum also hat Jesus das dann gesagt? Well, he chose Judas because he knew in his foreknowledge what Judas would do. Nun, er konnte Judas auswählen, weil er in seiner Allwissenheit wusste, was Judas tun würde. So I understand the choosing of Jesus is according to his knowledge. Ich sehe es so, dass die Wahl Jesu auf dem basierte, was er bereits wusste. Has Jesus chosen me to be saved? Hat Jesus mich erwählt, gerettet zu werden? Yes. Ja. But has he chosen everybody else in this world too to be saved? Aber hat er auch alle anderen Menschen auf dieser Welt erwählt, gerettet zu werden? The Calvinists would say no. The people who believe in Calvin, the doctrine of Calvinistas. Der Calvinist, also ein Anhänger des Calvinismus, würde sagen, nein. They would say, no, Jesus only chose some to be saved. Sie würden sagen, nein, Jesus hat nur einige erwählt, um gerettet zu werden. Look, Jesus chose me because he knew I would respond to him. Schau, Jesus hat mich erwählt, weil er wusste, dass ich seinem Ruf folgen würde. He gave the opportunity to everybody. Er gab jedem die Möglichkeit. But then he chose those who he knew would respond to him. Aber dann wählte er diejenigen, von denen er wusste, dass sie auf ihn reagieren würden. So in my personal opinion, Calvin had a lot of truth and so did Arminian. Also meiner persönlichen Meinung nach hatten sowohl Calvin als auch Arminius teilweise recht. You know, both of them have truth. Bei beiden liegt Wahrheit. So I cannot see from the rest of the Bible. Ich kann also vom Rest der Bibel her nicht erkennen, that Judas was chosen by Jesus to betray him and he had no option. Dass Judas von Jesus ausgesucht wurde, um ihn zu verraten und keine andere Wahl hatte. Do you know, Jesus gave Judas an opportunity. Jesus gab Judas eine Chance. Look what it says. Schau, es heißt, the one who shared supper with me treacherously betrays me. Der mit mir das Mahl teilte, verrät mich heimtückisch. See, Jesus invited Judas to share in the first celebration of the new covenant. Jesus lädt Judas also ein, an der ersten Feier des neuen Bundes teilzunehmen. Because at this very last supper, denn bei diesem letzten Abendessen, Jesus is actually mentioning the new covenant. Erwähnt Jesus tatsächlich den neuen Bund. He's saying, take the bread, take the wine, this is the blood of the new covenant. Er sagte, nehmt das Brot, nehmt den Wein,
Das ist das Blut des neuen Bundes. And he offered it to everybody, including Judas. Und er bot es allen an, auch Judas. In verse 19, Jesus says, In Vers 19 sagt Jesus, I'm telling you this now, before it happens, ich sage euch das jetzt, bevor es geschieht, so that when the prophecy comes to pass, you will be convinced that I am. damit, wenn die Prophezeiung sich erfüllt, ihr überzeugt seid, dass ich es bin. You see, Jesus wanted them to be convinced who he really was. Siehst du, Jesus wollte, dass sie überzeugt sind, wer er wirklich war. Because we know when it actually happened, everybody ran away. Denn wir wissen, dass alle davonliefen, als es dann soweit war. And Jesus wanting them to keep giving him affirmation Jesus wollte ihnen immer wieder Bestätigungen geben, that he was truly the Messiah sent from the Father. dass er wirklich der vom Vater gesandte Messias war. Look in verse 20, he says this. In Vers 20 sagt er, Listen to this timeless truth. hört diese zeitlose Wahrheit, For this truth without any time, that's forever the same truth. denn das ist eine Wahrheit, die für immer Gültigkeit hat. That's what he wanted to say. Das wollte er ausdrücken. So the truth that he's about to say will always be the truth. Die Wahrheit, die er im Begriff ist zu sagen, wird also immer die Wahrheit sein. Whoever receives the messenger I send receives me. Wer den Boten aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. And the one who receives me receives the Father who sent me. Und wer mich aufnimmt, nimmt den Vater auf, der mich gesandt hat. So Jesus was going again to make sure Jesus was again making sure that they understood this. Jesus setzte also erneut alles daran, dass sie verstehen, That he did not do anything out of himself. dass er nichts aus sich selbst heraustat. The Father sent him and he said, look, if you receive me, you actually receive the Father. Der Vater hatte ihn gesandt und er sagte, wenn ihr mich aufnehmt, nehmt ihr in Wirklichkeit den Vater auf. Remember in the very beginning? Erinnerst du dich an den Anfang? The very beginning, it says Jesus knew that he would go back to the Father. Ganz am Anfang heißt es, dass Jesus wusste, dass er zum Vater zurückkehren würde. You see, Jesus had a clear understanding that his life had a purpose. Siehst du, dass Jesus ein klares Verständnis davon hatte, dass sein Leben einen Zweck hatte. And the purpose was designed by the Father before the foundation of the world. Und diese Bestimmung war vom Vater der Grundlegung der Welt geplant worden. And he was so focused on fulfilling the purpose Und er war so sehr auf die Erfüllung dieser Bestimmung konzentriert, that nothing bothered him. dass ihn nichts irritierte. But the disciples were not convinced of this. Aber die Jünger waren davon nicht überzeugt. That's why he says, listen guys, I'm going to tell you everything so that you will be convinced. Deshalb sagte er, hört zu Jungs, ich werde euch alles sagen, damit ihr überzeugt werdet. Did they take this to heart? Haben sie sich das zu Herzen genommen? Did they actually really believe him? Haben sie ihm wirklich geglaubt? They didn't. Nein. Think about this. Denk darüber nach. Jesus said, I'm going to give you proof so that when it will happen, you will believe it. And then they didn't believe it. Jesus sagte, ich gebe euch Beweise, damit ihr glaubt, wenn es passiert. Als es dann soweit war, glaubten sie nicht. At the end, they all ran away from Jesus. Am Ende liefen sie alle von Jesus weg. And when he was risen from the dead, they didn't believe it was him. Und als er von den Toten auferstanden war, glaubten sie nicht, dass er es war. Jesus was so patient and so kind. Jesus war so geduldig und so freundlich. And the disciples were so full of unbelief. Und die Jünger waren so voller Unglauben. Doesn't this sound like today? Hört sich das nicht wie heutzutage an? We are so full of unbelief and Jesus is so kind. Wir sind so voller Unglauben und Jesus ist so gütig. Let's learn to take his words more seriously. Lasst uns also lernen, seine Worte ernster zu nehmen. I will see you tomorrow. Bis morgen!